Herzlich willkommen bei Rennrad News. Ich stehe hier mit dem Giant Propel SL. Das ist eins dieser neuen Superbikes, die super leicht sind, aber auch sehr aerodynamisch. Wir haben das Bike für euch getestet, sind recht lange damit gefahren und haben sehr viele Eindrücke gewonnen. Wenn euch interessiert, wie dieses Bike fährt, was es kostet, was es wiegt und was es kann und vielleicht auch nicht kann, dann schaut dieses Video an. Hier steht das Giant Propel Advanced SL, das Spitzenmodell von Giant Propel. Wir hatten ein etwas niedriger angesiedeltes Rad, das Propel Advanced, schon beim Test vor 2 Jahren. Dieses Rad haben wir jetzt in einem kleinen, aber sehr feinen Aero-Vergleichstest getestet, zusammen mit dem Track Madone SLR, dem Canyon Aero CFR und dem S-Works Tarmac SL8. In diesem Video geht es aber nur um dieses Rad. Wer die Ergebnisse und die Inhalte dieses Vergleichstests sehen möchte, kann den Artikel auf rennradnews.de lesen oder das Video dazu gucken, das wir euch unten verlinken. Das neue Giant Propel, wie es hier steht, wurde schon vor rund 2 Jahren vorgestellt, im Sommer 2022. Dieses Modell ist das Propel Advanced SL, das ist das Spitzenmodell von Giant in diesem Segment. Das ist schnell zu erkennen, denn es hat die integrierte Sattelstütze, die im Rahmen integriert ist. Das bedeutet, man muss an diesem Rad die Stütze passend zu seiner Körpergröße kürzen, also sprich absägen. Ab ist ab. Es geht allerdings noch höher ein bisschen. Mit diesem Aufsatz kann man die Sitzhöhe um einige Millimeter variieren. Es gibt aber noch einen zweiten Aufsatz, mit dem man die Sitzhöhe auch im Zentimeterbereich nochmal verlängern kann. Das heißt, man kann das Rad auch relativ gut im Weiterverkauf zum Beispiel wieder auf jemand mit etwas längeren Beinen anpassen. Hat aber natürlich den Nachteil, zum Beispiel beim Transport, ja, wenn man das Fahrrad ins Auto lädt oder in einen Radkoffer packen möchte, kann man die Stütze nicht nach unten machen. Das gilt es zu bedenken. Die Sache hat aber auch einen Vorteil, und zwar ist es natürlich deutlich leichter vom Gesamtsystem her, als eine Sattelstütze zu nehmen, eine herkömmliche mit einer Klemmung, die ja meistens in der Regel etwas zu lang ist. Klar kann man die auch kürzen, aber trotzdem ist es konstruktionstechnisch gesehen mit dieser Stütze ein bisschen besser Gewicht zu sparen. Was hat es sich vor 2 Jahren an dem Propel geändert? Eigentlich alles. Vorher war das Giant Propel ein reines Aero-Rennrad. Jetzt ist es vom Gewicht her deutlich abgespeckt. Dieses Testbike, wie ihr hier seht, in Rahmengröße M, wiegt ziemlich genau 6,8 Kilogramm. Damit ist man am UCI-Gewichtslimit. Trotzdem hat Giant seine Kategorisierung beibehalten und nennt das Propel das Aero-Rennrad. Gleichzeitig gibt es noch das neue TCR, das ist das Bergrennrad. Und dieses ist auch nochmal ein ganzes Stück leichter, also da ist der Rahmen nochmal deutlich leichter als beim Propel. Da kann man relativ einfach Kompletträder mit 6,6 oder noch weniger Gewicht aufbauen. Ja, trotzdem fahren die meisten Rennfahrer von den Teams, die mit Giant ausgestattet werden, auf den meisten Etappen des Giant Propel, da es eben aerodynamisch deutlich schneller als das TCR ist und vom Gewicht her nicht viel drüber liegt. Oder besser gesagt, man kann das Propel im Rennbereich so aufbauen, dass man sehr, sehr nah am Gewichtslimit ist, und dann bevorzugen in der Regel die meisten Rennfahrer den aerodynamischen Vorteil und greifen zu diesem Rad, wie ihr es hier seht. Wie hat es Giant geschafft, das Gewicht von diesem Bike abzuspecken? Naja, es ist relativ gut sichtbar. Der hintere Rahmenbereich, also die Sitzstreben, das Sitzrohr und die Kettenstreben wurden im Vergleich zum Vorgänger deutlich kleiner gestaltet, und somit konnte man Gewicht sparen. Es ist für die Aerodynamik ein
bisschen abträglich, allerdings nicht zu sehr, weil die wirklich maßgebenden Bauteile sind im vorderen Bereich des Rades, also am Steuerrohr, im Bereich des Lenkers, Cockpits und in der Gabel. Und da hat Giant intensiv gearbeitet, um das Rad noch schneller im Wind zu machen. Und es ist ihnen auch gelungen. Also das Giant Propel ist schneller als der Vorgänger und dafür aber auch deutlich leichter. Die Preisspanne beim Giant Propel reicht von knapp 3.000 € bis zu 12.000 € für das Topmodell, wie es hier steht. Dazwischen gibt es sehr viele Modelle mittlerweile. Zum Launch vor 2 Jahren war das Angebot relativ knapp, aber mittlerweile hat Giant eine breite Modellpalette mit sehr vielen verschiedenen Ausstattungen, sodass da für jede Preisklasse was Passendes dabei sein sollte. Das günstigste Propel ist das Advanced 2. Das ist ausgestattet mit einer mechanischen Shimano 105 Gruppe und Giant PA2 Carbonlaufräder. Die sind allerdings von den Felgen her nicht so hoch, sind keine Aero-Laufräder, sind etwas flacher, aber schon mit Carbon-Ausstattung und das Ganze für unter 3.000 €. Interessant ist sicher die Version mit der Shimano Ultegra Di2-Ausstattung. Das kostet 6.499 € und hat die Giant SLR1 Laufräder verbaut. Die sind von der Felgenform identisch wie die Cadex-Laufräder hier, sind allerdings etwas schwerer. Auch der Lenker ist Carbon in diesem Fall, aber der Vorbau Alu. Ist aber insgesamt, ich denke, ein sehr interessantes Paket preis-leistungsmäßig. Wer sein Bike lieber selbst aufbauen möchte, es gibt auch ein Rahmenset von dem Giant Propel und zwar in dieser Advanced SL-Version, wo man das geringste Gewicht hat und den integrierten Sitzdom, kostet der Rahmen 3.799 € und in der Version mit dem etwas schwereren Carbon-Layup und einer normalen Sattelstütze kostet das Rahmenset 2.599 €. Unser Testbike, das Giant Propel Advanced SL, ist mit einer Shimano Dura-Ace Di2-Version ausgestattet. Dieses Bike läuft jetzt im aktuellen Modell ja aus. Es gibt eine Version mit SRAM Red Access, aber aktuell sind beide Versionen noch am Markt erhältlich. Verbaut sind hier absolute Top-Komponenten. Die Cadex Laufräder mit 50 mm Felgenhöhe und Carbonspeichen sind extrem leicht und tragen zu dem niedrigen Gesamtgewicht dieses Rades bei. Am Cockpit ist Giant einen etwas klassischeren Weg gegangen als manche Hersteller in diesem Bereich der Aero-Rennräder. Man hat ein zweigeteiltes Cockpit, sprich Lenker und Vorbau sind einzeln. Trotzdem laufen die Bremsleitungen im Lenker und unter dem Vorbau, also der Vorbau ist hohl, ist von unten zugänglich. Hier verlaufen die Bremsleitungen und werden dort in den Rahmen eingeführt. Sie sind von außen so gut wie gar nicht sichtbar und das Ganze hat den Vorteil, dass man den Vorbau tauschen kann, ohne die Bremsleitungen öffnen zu müssen. Noch ein Wort zu den verbauten Cadex 50 Ultra Laufrädern. Diese sind hochmodern. Cadex setzt auf hakenlose Felgen und eine Maulweite von 22,4 mm. Zusätzlich sind Carbon-Messerspeichen verbaut und ein sehr lauter Freilauf. Wer das nicht mag, sollte sich vielleicht nach etwas anderem umschauen. Aber dieser Freilauf ist wirklich sehr, sehr laut. Ist eine Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Das Gewicht der Laufräder ist mit 1.376 Gramm sehr niedrig, ist auch in unserem Testfeld, in unserem Aero-Vergleichstest ganz klar das niedrigste Laufradgewicht. Und man spürt es auch, wenn man mit dem Propel SL fährt, denn die Laufräder beeinflussen natürlich das Handling, was hier mit diesem Bike recht aggressiv ist, aber dazu später mehr. Verbaut sind 25 mm Cadex Aero Reifen. Diese Reifen sind ganz speziell für diese Felgen abgestimmt. Man bekommt also von Cadex hier ein System, das zusammen entwickelt wurde. Laufräder und Reifen hat den Vorteil, dass dieses System aerodynamisch sehr effizient ist. Und es hat den Vorteil, dass diese Cadex-Reifen im Gegensatz zu anderen Herstellern keine Druckbeschränkung bei 5 bar haben.
Da sie relativ schmal sind mit 25er Größe, ist es ja so, dass schwerere Fahrer in der Regel deutlich über die 5 Bar hinausgehen müssen. Und das ist mit diesem Cadex Laufradsatz kein Problem, denn die Reifen sind auch für höhere Drücke zugelassen. Trotz der nominell 25er Größe bauen die Reifen etwas über 27 mm breit. Das kommt durch die recht breite Maulweite der Felgen. Der Komfort ist allerdings nicht ganz so hoch, wie wenn man nominell 28er Reifen fährt und das gewohnt ist. Kommt ein bisschen durch die Form und durch die Breite, die durch die Maulweite vorgegeben ist. Aber trotzdem ist der Komfort an dem Bike absolut ausreichend. Die Geometrie des Giant Propel SL ist wenig überraschend sehr sportlich ausgelegt. Die Sitzposition ist an der Front recht tief. Wenn ich meine normale Überhöhung einstellen möchte von 13 cm, ich bin 1,76 groß und habe eine Schrittlänge von 85 cm, komme ich mit diesem Setup hier auf 12 cm. Wenn ich den Spacer rausnehme noch, bin ich genau bei 13 cm angekommen. Die Sitzposition ist also sehr sportlich. An der Front kann man das Bike sehr tief aufbauen. Macht natürlich auch Sinn, denn damit ist man aerodynamisch schneller und bringt mehr Gewicht aufs Vorderrad. Die Einstellbarkeit am Sattel ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Man muss einmal die Länge korrekt absägen und dann kann man aber, wie gesagt, mit kleinen Unterlegscheiben die Sattelhöhe ganz individuell anpassen. Es ist nicht so, dass wenn man irgendwie andere Schuhe oder andere Pedale fährt, dass man dann wieder diese Strebe absägen muss, sondern man kann die Sitzhöhe durchaus anpassen im Millimeterbereich. Ein kleiner Vorteil bei der Anpassung am Giant Propel SL ist der getrennte Aufbau von Lenker und Vorbau. Ich hatte es in der Einleitung schon kurz erwähnt, man kann den Vorbau sehr einfach tauschen, ohne die Bremsleitungen zu trennen. Aber auch der Lenker lässt sich natürlich einzeln tauschen. In diesem Fall muss man die Leitungen trennen. Aber das ist ja mittlerweile schon eher Standard an Aero-Rennrädern, denn zumindest im Lenker sind die Leitungen intern verlegt. Der Lenker ist mit gemessenen 41 cm an den Hoods relativ breit. Es ist natürlich die letzten Jahre Standard gewesen, diese Größe. Allerdings geht der Trend zu immer schmaleren Lenkern, nicht nur im Rennsport, sondern auch bei Rädern im Serienzustand. Die Lenker werden tendenziell schmaler, gerade im Aero-Bereich natürlich, denn dort lässt sich eine engere Armhaltung realisieren und das Gesamtsystem Fahrer-Rad wird einfach effizienter, wenn man die Arme etwas näher zusammen hat. Für Menschen wie mich ist es auch zudem sehr komfortabel, wenn man keine sehr breiten Schultern hat. Also ich fahre sehr gerne mit schmalen Lenkern bis runter zu 36er Breite an den Hoods. Giant geht hier einen recht klassischen Weg, 41 cm breit und auch kein Flair an den Hoods. Zudem ist der Drop an diesem Lenker recht groß, das heißt der Höhenunterschied vom Griff am Oberlenker im Vergleich zu dem Griff in den Hoods ist recht groß, verglichen zu manch anderen modernen Lenker. Das hat nicht allen Testern gefallen, ist aber letztendlich eine Geschmackssache. Wie fühlt sich das Giant Propel SL beim Fahren an? Sehr gut. Das geringe Gewicht sorgt dafür, dass das Bike sich sehr schnell beschleunigen lässt. Man spürt es direkt beim Losfahren und natürlich auch bei Tempoänderungen in der Ebene. Auch die Laufräder tragen natürlich zu diesem Eindruck bei, denn durch das geringe Gewicht wird das Lenkverhalten insofern beeinflusst, dass die Lenkung sehr aggressiv auf Lenkimpulse reagiert und man Richtungswechsel total spielerisch vornehmen kann. Geht es berghoch, lässt das positive Gefühl keineswegs nach, denn mit 6,8 Kilogramm hat man natürlich auch am Berg leichtes Spiel. Zudem kommt die hohe Steifigkeit des Rahmens im Tretlagerbereich. Man hat mit dem Giant Propel SL das Gefühl, dass jeder Tritt in die Kurbeln direkt in Vortrieb umgewandelt wird. Es knarzt und knirscht hier gar nichts. Das Rad wirkt sehr stabil, auch bei hohen Leistungen am Berg. Verwindet sich der Rahmen keineswegs. Es geht immer vorwärts. Man hat das Gefühl, dass kein einziges Watt verschenkt wird.
Dadurch macht das Berghochfahren wirklich extrem Spaß mit diesem Rad, obwohl es offiziell als Aero-Rennrad gekennzeichnet ist. Macht auch ein kleines bisschen deutlich, warum sehr viele Profis dieses Bike nicht mehr wechseln, sondern auf nahezu allen Etappen damit fahren. Nachdem man den Berg hochgekurbelt ist, geht es natürlich auch wieder bergab. Und das macht mit dem Giant Propel SL sehr viel Spaß. Hier ist das Handling, wie schon beschrieben, sehr direkt und ja, ich möchte fast sagen aggressiv. Für erfahrene Piloten ist das eine super tolle Sache, denn man kann sehr enge Kurvenradien fahren, kann mit dem Bike machen, was man möchte. Das ist sehr handlich, wechselt sehr easy von einer Kurve in die nächste. S-Kurven sind damit super schnell zu fahren. Bei hohem Tempo ist es allerdings so, dass es schon mal etwas nervös werden kann, gerade wenn man noch ein bisschen Seitenwind dazukommt. Für ganz unerfahrene Piloten ist das vielleicht nicht das allerbeste Bike, aber jeder, der ein bisschen Rennraderfahrung hat und sportlich fährt, ist damit sicher sehr gut bedient, zumindest wenn er ein direktes Handling mag. Und das ist ja eigentlich im Rennradbereich erwünscht. Trotz der sehr sportlichen Auslegung bei der Geometrie und im Handling kommt der Komfort mit diesem Topmodell keineswegs zu kurz. Gerade am Sattel spürt man, dass die Giant-Ingenieure sich viele Gedanken gemacht haben über das Carbon-Layup. Also harte Schläge werden da sehr gut gedämpft. Man spürt trotzdem sehr gut, was passiert auf der Straße, hat eine direkte Verbindung zu den Reifen. Aber auf Raumasphalt und kaputten Straßen ist es nicht so, dass man hier durchgeklappert wird, sondern der Komfort ist durchaus für diese Radklasse. Ja. In Aerobikes ist es ja nicht ungewöhnlich, dass die Rahmen sehr hart sind. Aber hier ist es so, dass der Komfort durchaus sehr angenehm ist. Auch am Lenker funktioniert es sehr gut. Der Carbonlenker ist in die richtige Richtung da nachgiebig, dass man bei harten Schlägen da eine ziemlich gute Dämpfung hat. Trotzdem bleibt er sehr steif, dass man auch im Wiegetritt ein super gutes Gefühl hat. Also rundum ein gelungenes Paket hier in diesem Topmodell SL. Wer wird mit dem Giant Propel SL glücklich und für wen ist es vielleicht nicht die beste Wahl? Ich würde sagen, erfahrene Piloten, die gerne schnell unterwegs sind, ein aero-optimiertes Bike am UCI-Gewichtslimit haben möchten und ein direktes Handling bevorzugen, können bei dem Giant Propel SL bedenkenlos zugreifen. Dieses Bike geht sehr gut vorwärts, ist wie gesagt aerodynamisch sehr effizient, hat eine gute Steifigkeit im Rahmen, der Vortrieb wird 1A umgesetzt, dennoch hat man Komfort. Das Einzige, was es zu beachten gilt, ist, dass das Handling, wie beschrieben, aggressiv und direkt ist. Wer das nicht mag oder da sogar ein bisschen ängstlich ist und bei hohen Geschwindigkeiten bergab vielleicht ein bisschen Bedenken hat, da gerne lieber ein träges Handling hat oder ein Bike bevorzugt, das sehr stabil geradeaus läuft, ist vielleicht mit dem Propel SL nicht optimal bedient. Wobei das auch mit den Laufrädern zu tun hat, also es würde schon reichen, ein etwas schweres Vorderrad zu fahren, um das Handling ein bisschen zu beruhigen. Allerdings will ja niemand schwerere Bauteile an sein Rennrad machen. Was hat unseren Testern besonders gut gefallen? Zum einen die positive Steifigkeit des Rahmens. Jeder hat gesagt, er hat das Gefühl, dass das Giant Propel SL die eingesetzte Tretenergie sehr gut in Vortrieb umwandelt. Ebenso fanden fast alle Tester dieses sehr direkte Handling als angenehm und sehr spaßig. Weniger gut gefallen hat manchen der recht breite Lenker. Ich hatte das schon angesprochen, recht breit in Anführungszeichen nach modernen Gesichtspunkten. Nur einige haben auch über den tiefen Drop geklagt. Also wobei das bei diesem Setup hier relativ möglich ist, auch nur den Lenker auszutauschen. Der Vorbau ist ebenfalls aus Carbon, ist sehr leicht, den kann man durchaus behalten, tauscht den Lenker aus und dann kann man das nach ganz individuellen Vorlieben anpassen.
Unser Fazit zum Giant Propel Advanced SL. Dieses Bike ist auf absolutem Top-Niveau und zudem mit 11.990 € noch vergleichsweise preisgünstig. Oder zumindest sagen wir mal so, es gibt Mitbewerber, die deutlich teurer sind. Das Gesamtpaket ist sehr gut abgestimmt. Die Calyx-Laufräder sind herausragend leicht, trotzdem sehr stabil und problemlos im Alltag. Man bekommt mit dem Giant Propel SL ein absolut wettbewerbsfähiges Bike zum konkurrenzfähigen Preis. Wenn du wissen willst, wie das Giant Propel Advanced SL in unserem Vergleichstest gegen die Mitbewerber Trek Madone SLR, S-Works Tarmac SL8 und das neue Canyon Aero CFR abgeschnitten hat, dann schau rein in unseren Vergleichstest, den wir dir unten verlinken. Ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt, bedanke mich dafür. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.